das ist das, was wir gar nicht brauchen. Gefangenschaft in der Stagnation. Rainer Holznagel ist mir zugeschaltet, Präsident des Bundes der Steuerzahler. Wo setzen wir denn am besten und vor allem am schnellsten an, um auch schnellstmöglich Ergebnisse zu zeitigen, die der Wirtschaft der Deutschen helfen? Ja, wir müssen uns tatsächlich befreien. Das ist der richtige Ansatz. Wichtig ist aus meiner Sicht, entgegen der Behauptung von Herrn Maschmeyer, wir brauchen doch eine Regierung bis Ostern. Weil alle Pläne, alle Vorhaben, die Parteien am Ende auch definieren, müssen irgendwie umgesetzt werden. Und deswegen ist eine Regierung so enorm wichtig. Und ich mache es an dieser Stelle relativ kurz. Wir brauchen eine kleine Regierung. 10 Ministerien reichen aus. Und die Minister oder Ministerinnen müssen denn stark sein. Deswegen brauchen wir auch gar nicht so einen großen Koalitionsvertrag wie in der Vergangenheit. Wir sehen ja, dass die Geopolitik, dass die Wirtschaftspolitik sich ständig verändert. Und deswegen darf man nicht sozusagen in Koalitionsverträgen verharren, sondern entschlossenes Handeln, wirklich jetzt auch Amputationen, nicht nur bei der Bürokratie, sondern bei der Regierung selbst, klein, fein, aber effizient. Aber wenn man hört, und Sie ja auch, Herr Holznagel, wie man jetzt schon wieder so laviert, ja, haben Sie wirklich Hoffnung, dass das bis Ostern klappt? Ja, natürlich, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und deswegen bin ich ja auch bei Ihnen im Interview und muss immer wieder den Finger in die Wunde legen. Und ich hoffe, es tun andere auch. Wir müssen jetzt den Druck aufrechterhalten. Dass die Union gestern Abend gefeiert hat, okay, sie hat einen Wahlsieg errungen, gar keine Frage, aber unterm Strich gibt es kaum einen Gewinner und schon gar nicht die Wirtschaft. Und deswegen müssen wir jetzt wirklich alles dafür tun, dass die Weichen vernünftig gestellt werden, dass die Ministerien ordentlich sortiert werden, dass es wieder Kernaufgaben gibt, dass danach schnell ein Haushalt debattiert wird. Und das sind am Ende ja auch die Richtlinien, an denen wir uns messen können, wie es weitergeht. Es macht keinen Sinn, bis Pfingsten rumzudoktern. Es wird danach nicht besser. Wenn Sie es bis Ostern nicht auf die Reihe kriegen, dann habe ich Befürchtungen, dass diese Regierung wieder nicht 4 Jahre hält. Ja, aber Herr Holznagel, also wenn Deutschland etwas nicht kann, ist es amputieren. Damit meine ich Reformen. Damit sind wir beim Thema Bürokratieabbau. Das ist immer so, bevor der Tanker ins Rollen kommt. Sie wissen, was ich meine. Wo müsste denn wirklich konkret angesetzt werden? Herr Klug, Sie haben völlig recht. Deswegen spreche ich schon gar nicht mehr von Reformen, sondern wirklich von Amputation. Wir brauchen quasi bei der Bürokratie das lachende Fallbeil. Wir haben so viele Berichtspflichten. Ich fürchte, das merkt noch nicht mal jemand in Brüssel oder in Berlin, wenn die Unternehmen einfach mal aufhören, die Berichtspflichten zu erfüllen, sondern wirklich mal wieder in Wertschöpfung zu investieren, in Umsatz zu investieren und einfach ihren Job machen. Und deswegen brauchen wir keine Diskussion, wo wir noch Reformen durchführen, wo wir es verbessern oder vereinfachen, sondern wirklich weg damit. Und am Ende brauchen wir eine Digitalisierungsoffensive. Jeder Minister, jede Ministerin muss Digitalisierungsminister sein. Wir brauchen an dieser Stelle keine kleinen Schritte mehr, sondern wirklich einen großen Wurf. Und aber das zusammengerechnet, glaube ich, wäre jetzt ein wirklicher... Ja, aber wir haben uns ja sehr dran gewöhnt an eben, ich meine, keiner glaubt mir in diesem Leben, dass die Deutsche Bahn noch ins Rollen kommt. Ja, außerdem, Deutschland ist ein Land der Besitzstände. Was mache ich denn mit dem ganzen aufgeblähten Apparat, mit den Beamten, mit den Angestellten, die dann auf einmal keine Arbeit mehr haben sollen, weil sie nicht mehr Akten von A nach B tragen können, die dann weitergereicht werden an C, um sie bei D wieder zurück nach A zu bringen? Herr Klug, Sie sprechen es ja genau so an. Deswegen muss der Kopf anfangen. Und der Kopf ist in diesem Fall die Regierung. Wir haben mit der letzten Regierung die größte aller Zeiten gehabt. Wir haben 15 Minister gehabt. Wir haben 37 parlamentarische Staatssekretäre gehabt. Wir haben 66 Beauftragte gehabt. Glauben Sie mir, es merkt keiner, wenn davon nur noch 10 übrig bleiben. Und das ist genau das Richtige. Wenn die Regierung mit gutem Beispiel vorangeht, kleiner, effizienter wird, wenn ein Minister wieder einen Zuschnitt hat, wo auch wirklich Gewalt, wo auch geregiert werden kann. Stichwort Wirtschaftsministerium, da muss Klimaschutz raus, gar keine Frage. Dann, glaube ich, sind das gute Beispiele und dann geht man auch entschlossen voran. Dann macht es auch Sinn, dass man Reformen durchdrückt. Wenn aber der Wasserkopf weiterhin so groß bleibt, dann, glaube ich, ist die Glaubwürdigkeit schon am Anfang zumindest nicht mehr so gestärkt, wie wir sie brauchen. Und deswegen ist es richtig, selbst bei sich anzufangen. Und die Regierung muss mit dem neuen Kabinett Akzente setzen, weniger, kleiner, effizienter, aber schlagkräftiger.
wieder. Aber auch Sie haben die Meldung gelesen, Herr Holznagel, dass mal mit dem Ausscheiden der alten Regierung ganz, ganz schnell noch mal eben 320 Beamtenstellen geschaffen wurden, ohne Probezeit. Danke für das Gespräch. Naja, ich habe das nicht nur gelesen, ich habe es auch stark kritisiert. Ja, hilft aber nichts. Die sind jetzt Beamte und die kommen da nicht mehr weg von. Die Aktion Abendsonne haben wir immer wieder, aber davon dürfen wir uns jetzt nicht abhalten lassen. Und ich sage Ihnen an dieser Stelle mal was ganz Konkretes. Im Beamtenrecht haben wir die Möglichkeit, auch nach einer solchen Aktion zu überprüfen, ob die Beförderung rechtmäßig waren, ob die Stellen da waren, ob der oder die ausgewählte Person überhaupt dorthin passt. Und man könnte es gegebenenfalls auch rückabwickeln. Und das muss man dann auch fordern. Und deswegen müssen wir die Minister an dieser Stelle auch in die Verpflichtung nehmen. Das größte Problem wäre, wenn wir nach Ostern über das Problem nicht mehr sprechen. Lassen Sie uns wieder verabreden und dann haben wir wieder ein Tageswort. Ein Beamter, der nicht mehr Beamter ist. Daran glaube ich nie im Leben, Herr Holznagel. Danke für das Gespräch. Ja, glauben tut man in der Kirche. Das stimmt.